Dragon Age ist BioWares nächstes großes Fantasy-Epos. Es ist dunkle, heroische Fantasy. Eine Art von Spiel, in dem Spieler wirklich die Wahl haben und einen großen Einfluss auf die Welt. Was versteht ihr unter Dark Fantasy? Dark Fantasy for us means it's very Dark Fantasy bedeutet für uns, dass es sehr schwierige Entscheidungen gibt. Du siehst sehr brutale und erwachsene Szenen. Wenn du versuchst, die Welt zu retten, diese Armee aufzustellen, bringst du immer irgendwen gegen dich auf. Someone's always upset, when you're trying to make these difficult choices in the game. And so the other thing that we describe is that it's not the traditional fantasy is very nice and light. Traditionelle Fantasy ist sehr schön und hell und jeder ist glücklich. Es ist nicht diese Art von Welt. Es gibt Sklaverei, Brutalität und du bist derjenige mit dem hellen Licht, der versucht, diese Welt zu retten und sie wieder in Ordnung zu bringen. Was hat euer Team in den letzten 6 Monaten getan? Die letzten 6 Monate haben wir viel Zeit damit verbracht, an dem Spiel zu feilen und es fertigzustellen. Das läuft ähnlich wie beim Film. Du hast diesen Haufen an Material und musst ihn bearbeiten und zusammenstellen. Das ist es, was wir bei BioWare in den letzten 6 Monaten mit unseren Spielen machen. Wir stellen sicher, dass das Spielerlebnis stimmt, die Geschichte sich richtig entwickelt, Level und Schwierigkeitsgrade passen. Polishing and making sure the experience is right and the story flows the right way and the level and difficulty is right. So that's really what the focus has been. Was habt ihr noch zu tun bis zum Erscheinungstermin? I think a few of the things we're still working on finishing the game. They're not so much parts of the core game, but outside the game. Wir arbeiten noch an ein paar Teilen, die nicht wirklich zum Hauptprogramm gehören. Zum Beispiel sehen wir Dragon Age als eine Entwicklungsplattform mit Editoren und Werkzeugen für die Benutzer. Seit Dezember gibt es eine Beta-Version dieser Tools. Wir haben mehrere Veranstaltungen organisiert, bei denen wir mit den Leuten reden, die damit Levels erstellen. Sie zeigen uns, wie sie diese Werkzeuge benutzen. Außerdem kümmern wir uns um die Internetanbindung. Obwohl das Spiel selbst ein Einzelspielertitel ist, soll es auch online funktionieren. Du kannst Inhalte austauschen und diese im Spiel aussuchen. Zum Beispiel auswählen, ob du die normale Geschichte spielen willst oder ein von einem anderen Spieler erstelltes Modul. Zusätzlich wollen wir Erweiterungen anbieten. Für uns endet die Entwicklung des Spiels also nie wirklich. I think for us, the game, it never really ends. So you sort of finish the game and there's always lots of stuff we want to continue to do. Welche Werkzeuge wird es für Dragon Age geben? Die Werkzeuge sind ziemlich ähnlich zu denen, die wir in der Firma benutzen, also sehr leistungsfähig. Du kannst Geschichten, Charaktere, Dialoge, Levels und all diese Dinge erstellen. Wir geben den Benutzern also viele Möglichkeiten, ihr Spielerlebnis selbst zu kreieren und zu teilen. Wir fördern das auch. Da BioWare und damit Dragon Age Electronic Arts Eigentum ist, können wir den Inhalt gut verwalten und mit der Community austauschen. Was ist BioWare typisch an Dragon Age? That's a good question. What does BioWare about Dragon Age? I think the story is one. It's got serious epic story, but also really interesting characters. Ich denke, die Geschichte ist typisch für uns. Sie ist episch und hat interessante Charaktere. Das Moralsystem wird zum Beispiel hauptsächlich von den Figuren reflektiert, die dich begleiten. Wenn man will, kann man sich darauf konzentrieren, die Beziehung mit den anderen Charakteren zu regeln. Sie reagieren auf Entscheidungen, die du triffst, sie streiten sich mit dir und untereinander. Es ist also eine klassische, epische BioWare-Geschichte mit wirklich interessanten Charakteren zum Interagieren. BioWare epic story with interesting characters to interact with. We think there's some really cool characters. And then I think the overall. Ich glaube, der Gesamteindruck ist sehr ähnlich zu dem von Baldur's Gate. Es ist möglich, in eine Vogelperspektive herauszuzoomen und die kleinen Figuren anzusehen, obwohl es eigentlich eine detaillierte 3D-Grafik gibt. Die ganze Geschichte, die Charaktere und diese erforschbare Welt sind sehr überzeugend. Es gibt im Spiel verschiedene Begleiter und Herkunftsgeschichten. War das Balancing ein Albtraum? Yeah, I mean, the balancing and actually making the story make sense in Dragon Age was a huge effort. I think you mentioned that the origin story, 6 different origins, and it's really interesting. Ja, die Spielbalance und die Geschichte haben einige Anstrengungen erfordert. Die 6 Herkunftsgeschichten bieten völlig verschiedene Spielerlebnisse. Was wirklich interessant ist, ist, dass ja jeder von woanders kommt und deswegen auch verschiedene Leute kennt. Nicht-Spielercharaktere reagieren zum Beispiel anders, wenn sie
euch schon mal getroffen haben. Es ist also eine sehr persönliche Erfahrung. Die Spielbalance war dadurch, dass wir all diese Details zusammenbringen mussten, sehr herausfordernd. So it's a very, very personal experience, and balancing it was hard. And really, from a story perspective, making sure it all ties together and makes sense is very, very challenging. Was sind die Unterschiede zwischen Konsolen- und PC-Versionen? Der Hauptinhalt in den verschiedenen Versionen ist ziemlich ähnlich. Die Geschichte und die Charaktere sind mehr oder weniger dieselben. Die Spielbalance ist allerdings unterschiedlich. Für die Konsolen gibt es aufgrund der Art der Bedienung eine andere Spielbalance. Ein fundamentaler Unterschied ist, dass wir die Steuerung und das Interface für die Konsole von Grund auf neu entworfen haben. Es wird sich also wie ein Konsolenspiel anfühlen, genau wie sich die PC-Version wie ein PC-Spiel anfühlen wird. Wir wollen keine schlechte Portierung liefern, sondern dafür sorgen, dass es sich natürlich anfühlt. Wird Dragon Age BioWares letztes PC-Spiel sein? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das nicht BioWares letztes PC-Spiel sein wird. BioWare ist seit fast 15 Jahren ein Spieleentwickler und hat gesehen, wie sich der Markt verändert, wächst und verschiebt. Der PC-Spielemarkt ist anders als früher. Es gibt viel online. Star Wars Knights of the Old Republic kommt als Online-Rollenspiel für den PC. Wir glauben aber immer noch, dass der PC eine sehr starke Plattform ist, vor allem wenn man die Verbindungsfähigkeiten nutzt. Du kannst Benutzer zusammenbringen, was ihnen ermöglicht, Inhalte direkt aus dem Spiel zu erstellen und zu teilen. Andere können deine Fortschritte sehen, man kann das Spiel mit einer anderen Plattform wie Facebook verbinden. All diese Dinge bedeuten, dass der PC immer noch eine sehr starke Plattform ist und wir werden weiter auf ihr arbeiten. I mean, PC is still a very strong platform, it's just different than it used to be. I think we will continue working on PC games because we think it's one of the best platforms to be on.